Hey, hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal, und ich schulde euch ja noch ein kleines Fazitvideo oder wegen mir auch Review zu der Canon PowerShoot V10. Und zwar ist das von Canon die, ja, sagen wir mal, relativ neue Vlogging Cam, und ich war jetzt damit, ja, etwas mehr als wie 2 Wochen oder waren 2 Wochen unterwegs. Hab sie mit in Urlaub gehabt, hab dabei Aufnahmen gemacht, und jetzt letztens waren wir auf dem Brocken. Da kommt übrigens auch noch ein Video dazu auf meinem Zweitkanal. Also wenn ihr das vielleicht euch mal anschauen wollt, ne, dann in der Videobeschreibung findet ihr einen Link zu dem Kanal. Ansonsten, wie gesagt, habe ich jetzt auch schon Erfahrung sammeln können mit dieser kleinen Kamera. Und da kann ich eins sagen, in meinen Augen gibt es da auch so ein paar Sachen, die mir da wirklich nicht so gefallen. Fangen wir mal an mit dem Gewicht hier zum Beispiel. Das Gewicht dieser kleinen Cam 214 Gramm. Und ja, das mag vielleicht jetzt nicht viel klingen, aber ne, eine Butter zum Beispiel wiegt 250 Gramm. Und da hat man schon ganz schön was in der Hand. Dazu kommt natürlich auch, dass sie ja relativ dick ist und nicht wirklich super angenehm in eine Hosentasche passt. Da ist man halt mit einem Smartphone, was etwas dünner ist, allerdings auch dann höher, ein bisschen besser aufgehoben. So ein Smartphone ist dann auch halt auch leichter. Zum Beispiel mein iPhone 13 Mini. Ich rede jetzt vom Mini, was die großen wiegen, weiß ich nicht. Aber das Mini wiegt mit meiner Hülle 166 Gramm. Also es sind schon ein paar Gramm weniger, ne? Wie dem auch sei, ich möchte jetzt hier auch noch auf einige Sachen drauf eingehen und gehe dann halt nochmal so auf die Bildqualität ein und tralala hier. Ich würde sagen, wir wechseln mal ganz kurz die Perspektive und dann geht es auch schon weiter. Also dann, auf geht's. Ja, bevor ich jetzt auf die Bildqualität und sowas eingehe und auch so Beispielfilmchen mit einspiele, damit ihr auch so ungefähr einen Eindruck kriegt, wie die Bildqualität ist, kommen wir mal ganz schnell nochmal auf die Tasten hier. Ne, Menü erklärt sich von selbst, Power on ist klar, Bildwiedergabe ist klar und so weiter. Es geht mir jetzt speziell hier um diese Taste mit diesen hier Pfeilen oder Blitzen, keine Ahnung. Und zwar ist das eine Taste, die kann man sich frei belegen. Dazu, schalte ich mal schnell die Kamera an, müssen wir ins Menü gehen, und dann gehen wir genau da auf die Einstellung, und dann haben wir hier in der dritten, ja, Position, sage ich jetzt mal, das ist die Funktionstaste, und die können wir jetzt hier belegen, beliebig, und die wählen wir jetzt mal hier aus. Das sind jetzt hier also die Funktionen, die man jetzt der Taste geben kann. Ich habe jetzt zum Beispiel hier die Stabilisierung, aber es geht hier noch anders. Ja, Mikrofon, Pegel und Movie-Aufnahmegröße, Autofokus und ja, Wi-Fi-Verbindung und ja, was es da noch nicht alles gibt. Ich habe jetzt hier die Stabilisierung, und das funktioniert dann so. Man geht jetzt hier drauf, dann kommt hier, jetzt habe ich die Stabilisierung als aus, jetzt ist sie ein, und jetzt kommt die erweiterte Stabilisierung, und was ihr seht, das droppt ganz schön in das Bild rein. Ich habe jetzt die letzten Aufnahmen mit der normalen Stabilisierung gemacht, so hat man auch noch ein bisschen mehr von dem weitwinkligen Bild. Kommen wir jetzt wieder zum Menü. Ich möchte euch noch mal ganz kurz zeigen, wie man jetzt hier dieses Gerät mit dem Mobiltelefon oder wegen mir mit dem Tablet verbindet. Und zwar müssen wir jetzt hier auf dieses ja, Blitzzacken-Symbol gehen. Wir öffnen jetzt erstmal hier die App. Okay. Und gehe jetzt auf erweiterte Verbindung und dann mit Smartphone und Tablet verbinden. Gerät für Verbindung hinzufügen. Und jetzt sucht er nach einem Netzwerk. Ich habe das jetzt hier schon eingegeben. Ihr müsst wahrscheinlich dann noch eure ganzen, also euren Router auswählen und dann euer Router-Passwort eingeben, also das WLAN-Passwort. Das haben wir. Und schon haben wir es. Okay, bitte warten, Verbindung wird hergestellt.
Und dann hat man hier schon zwei Optionen, Bilder auf Kamera und Remote Live View Aufnahmen. So richtig kann ich mit der App hier nichts anfangen, aber ja, muss jeder selber sehen. Ich habe mich jetzt um die App auch gar nicht weiter drum gekümmert. Wir haben hier hinten dann noch so Cloud-Dienste und wir sehen, hier sind wir gerade über WLAN verbunden. Es geht auch mit Bluetooth. Gehen wir mal auf Home, ja, fotografieren, Filme importieren. Aber wie gesagt, damit habe ich nicht weiter beschäftigt. Was ja auch eine tolle Sache ist, ist die Tatsache, dass man mit dieser Cam hier auch live gehen kann, beziehungsweise dass man mit dieser Cam hier auch live streamen kann. Dazu muss die allerdings mit einem Computer verbunden sein. Und auch das findet man hier in dem Menü. Und zwar hier hinten bei den, ich sage jetzt mal Schraubenschlüssel-Symbol. Und da gehen wir eins weiter. Ach ja, genau, wieder auf Punkt 3. Hier unten USB-Verbindung. Da hat man jetzt zwei Möglichkeiten, Videoaufnahme und Stream oder halt Fotoimport. Wenn ihr streamen wollt damit, also sie quasi auch als Webkamera benutzen wollt, geht ihr hier drauf. Okay. Und müsst dies dann noch mit einem USB-Kabel an euren Computer anschließen. Einfach an den USB-Port hier anschließen, der sich natürlich auf der anderen Seite befindet. Auf eurem Computer ein Programm, was auch die Kamera unterstützt. Ich habe das bei dem MacBook hier schon ausprobiert über ja, FaceTime. Das funktioniert nicht, aber ein wahrer Streamer nutzt so kein FaceTime. Aber wenn ihr zum Beispiel OBS benutzt, ne, jetzt ist die Kamera von dem MacBook. Wir gehen jetzt mal hier auf Videoaufnahme und suchen uns das jetzt hier aus, Einstellung, und gehen jetzt hier auf ach, das ist es schon. Ach, das war von meinem anderen Test hier schon. Ah, okay. Aber ihr seht, das funktioniert. Und da habt ihr dann hier euer Bild, was auch relativ gut aussieht. Jo. Ne? Also das ist auch eine interessante Geschichte. Kommen wir jetzt mal zum Ton. Also ich finde, der Ton ist gar nicht mal so schlecht. Wir haben hier ein Stereo-Mikrofon oben verbaut. Nicht wundern, das sind hier Magneten, die ich aufgeklebt habe für den Windpuschel. Kleiner Fun-Fact, solltet ihr diese Kamera eventuell benutzen, euch holen und ihr wollt die rausnehmen, wenn es ein bisschen weniger ist, einen Windpuschel drauf machen und ihr habt nur noch eins. Nicht verzweifeln. Meistens ist das so, dass der sich einfach auf den anderen drauf ploppt und dann sieht das nämlich so aus wie ein Windpuschel. Ne? Die kommen dann einfach hier oben drauf und die machen ihren Job sogar ganz gut. Ich blende da auch gleich mal was ein. In Dänemark war es ziemlich windig und da habe ich was gemacht. Willkommen im windigen Dänemark. Das ist gleich mal ein schöner Puscheltest, wie der Wind hier bei den Aufnahmen abgehalten wird. Auf alle Fälle erstmal jetzt ein bisschen spazieren hier und ja, mal schön die Bilder genießen. Was mir allerdings nicht ganz so gefällt ist, wenn man jetzt die Kamera also vors Gesicht hält und man klappt das Display vor, dann sieht man durch die Windpuschel nichts mehr. Das finde ich ein bisschen suboptimal gelöst. Vielleicht wäre es cool gewesen, wenn man die Mikrofone an den Seiten gehabt hätte. Da hätte man die Windpuschel so dran machen können. Das wäre vielleicht besser gewesen und man hätte zumindest was auf dem Display sehen können wieder. Generell muss ich sagen, solltet ihr die Displayhelligkeit in den Einstellungen dann nach oben schrauben, denn wenn ihr tagsüber und vor allen Dingen, wenn die Sonne richtig dolle scheint, seht ihr sonst nichts. Gilt natürlich dann auch zulasten auf dem Akku. Wo wir schon bei Akku sind, generell zeigt die an, hier steht das hier oben auf dem Display, 1 Stunde Aufnahmezeit mit vollen Akku. Dann kommt es natürlich auch darauf an, in was für einem Format ihr filmt, wie zum Beispiel 4K oder sowas, dann geht die Zeit nach unten. Und natürlich, wie groß eure Micro-SD-Karte ist, die ihr benutzt, die hier unten reinkommt.
Ich habe mir eine Micro-SD-Karte geholt. Hier so eine schöne V30. Diese Micro-SD-Karte hat 64 GB, ist eine XC1, ist aber zu langsam, um 4K-Aufnahmen zu machen, die übrigens mit 30 Bildern die Sekunde aufgenommen werden. Wenn ihr allerdings hier in die Einstellung geht von den Videoformaten, da gibt es hier, also hier die oberste, das wäre jetzt 4K mit 30 Bildern. Dafür ist eine V30 zu langsam, sagt er auch, der kann das nicht speichern. Also braucht ihr mindestens eine V60 und diese Karten sind nicht ganz so günstig, vor allen Dingen auch je nachdem, was für Größen ihr nehmt. Ihr könntet aber, das habe ich probiert, diese Lite-Version von 4K nehmen. Und zwar ist der Unterschied, dass die Bitraten hier nicht so hoch sind. Wie dem auch sei, ich habe jetzt aber für meine Tests immer in Full HD bei 30 Bildern aufgenommen. Hat mir völlig zugereicht und auch da kann man eigentlich gute Ergebnisse erzielen. Kommen wir jetzt zur Bildqualität. Die Farben gefallen mir recht gut. Für meinen Geschmack könnte es tatsächlich auch intensiver sein. Ich habe jetzt alles so auf Werkseinstellungen gelassen. Ich habe mit dem voreingestellten Modus hier gearbeitet und mir gefallen die Sachen ganz gut. Laut Wanderinfo kann man sagen 3 Stunden hin und 3 Stunden wieder zurück. Wir haben hier auch einen Verfolgungsmodus, der halt die Objekte, die man dann so anpinnt, immer scharf hält. Ich hoffe, ihr konntet das jetzt hier so erkennen. Das funktioniert auch wunderbar. Ansonsten Gesichtserkennung ist standardmäßig jetzt hier eingegeben, voreingestellt. Kann man auch alles ändern, wenn man das vielleicht einen festen Fokus in der Mitte haben will oder so. Aber ich denke mal, so als Vlogkamera ist auch so ein Gesicht auch viel interessanter eventuell. Womit sie Schwierigkeiten hat, ist mit extremem Gegenlicht. Zum Beispiel, wenn man gegen die Sonne filmt, da hat sie so ihre Schwierigkeiten dabei. Das können sogar Smartphones auch besser. Tut mir ehrlich leid. Also so schlimm habe ich das schon lange nicht mehr gesehen, dass die halt dann das Gegenlicht ein bisschen ausgleicht. Und wo wir schon bei Licht sind, Lowlight-Aufnahmen, ja, ist viel Rauschen mit dabei. Je heller halt ein Raum dann irgendwie mit Kunstlicht ist, desto besser. Je dunkler, umso mehr Bildrauschen. Das können leider modernere Smartphones besser. Also ja, schade eigentlich. Ansonsten, was mich noch so stört, ist dieser, wenn man jetzt schnell eine Aufnahme machen will, dieser kleine Power-Knopf, den hätte man besser platzieren können. Vor allen Dingen, wenn man anfängt, so zu filmen, so ins Gesicht, da muss man erst nach hinten greifen. Der Power-Knopf vielleicht an der Seite oder sowas. Ne, dass man die aktiviert und vielleicht dann hier noch eine kleine LED, damit man weiß, dass es an ist. Und dann auf Aufnahme drücken. Das wäre viel interessanter gewesen. Der Ständer ist toll. Ich habe den nicht weiter benutzt. Ne? Aber wenn man jetzt das gerade hinstellt, ja, es geht noch. Man kann den auch komplett umlegen. Ne? Also so wäre es schon mal blöd, aber wenn man halt nach unten filmt, das ist auch in Ordnung. Das ist jetzt gar nicht mal so schlecht. Was mir aber nicht ganz so gefällt, ist das Gehäuse. Das ist ziemlich kratzanfällig. Hier habe ich schon eine Macke drinne. Und ja, weil man steckt das, wenn man schön filmen will, nicht immer gleich wieder zurück in den mitgelieferten Beutel. Weil es ja Blödsinn, das dauert zu lange, die dann hier rauszufummeln. Ja, was kann ich sonst noch sagen zu dieser Cam hier? Also, handlich ist er auf definitiv. Etwas schwer, hatte ich schon am Anfang gesagt. Und passt nicht wirklich in jede Hosentasche.
Also wenn man jetzt eine Hose anhat mit weiten Taschen und eine weite Hose, kein Ding, aber wenn man jetzt eine engere Hose trägt und die dann reinfummelt, das ist schon sehr unangenehm. Ja, dann müsste man sich halt noch so ein, was weiß ich, früher gab es Gürteltaschen, jetzt gibt es auch für Männer so Umhängetaschen. Aber wie gesagt, ja, das zur Handlichkeit. Film ist einwandfrei, also ne, man braucht einfach nur, man muss das Display nicht unbedingt anheben durch das weitwinklige Objektiv. Passt das soweit? Softwarebasierte Stabilisierung, ne, habt ihr ja gesehen, droppt rein. Die Cam hat jetzt ein Firmware-Update bekommen, ich glaube 1.2, und da scheinen die doch was gedreht haben, weil der normale Bildstabilisierer, da wirkt das Bild jetzt ruhiger, wenn man läuft und wenn man sich bewegt, so dass man jetzt die erweiterte Bildstabilisierung nicht mehr unbedingt nutzen muss, braucht, wenn man was ruhigeres haben will. Ja, Bild habe ich gesagt, bin ich soweit zufrieden, bis halt auf das Gegenlicht, vor allem wenn man nicht dran denkt, dass man gerade gegen die Sonne filmt, da hat es wirklich Probleme. Und ja, für wem ist denn jetzt eigentlich die Kamera? Also zum Vloggen kann ich mir gut vorstellen, kostet natürlich 300 und noch was zerquetschte Apple hier oder Euronen. Und ich glaube, die ist nicht für jeden. Ich glaube, wenn Leute in den Urlaub fahren und nur hin und wieder mal so ein Videoshoot macht oder eine Videoaufnahme macht, dann reicht das Smartphone allemal aus. Solltet ihr aber jetzt abenteuerlustig sein und irgendwo hingehen, natürlich keine Actioncam. Damit könnt ihr nicht unter Wasser gehen und die solltet ihr auch nicht mehr regen. Ne? Und staubanfällig ist sie auch, also ich glaube nicht, dass die groß staubgeschützt ist. Dafür ist hier alles viel zu sehr offen. Zum Beispiel hier das Fach von der SD-Karte. Wenn man das zumacht, hat man immer noch genug Schlitze, wo Dreck reinkommen kann. Wo waren wir jetzt? Ach ja, für Leute, die also viel unterwegs sind, die so ein bisschen abenteuerlustig sind, die wandern gehen und immer schön was filmen, aber nicht immer ihr Smartphone mitschleppen wollen, damit sie mal runterkommen und ihre Ruhe haben von Social Media oder was weiß ich, dann ist die Kamera doch perfekt. Also da kann man sie mitnehmen, schnell anmachen, was Schönes filmen. Man kann die auch hinstellen und ja, so ist die da nicht schlecht. Wie gesagt, das müsstet ihr euch für euch selber im Kopf entscheiden, ob ihr jetzt so eine Kamera haben wollt oder nicht. Gibt ja auch Alternativen, wie zum Beispiel die Osmo Pocket, mittlerweile auch in der dritten Generation, die ich leider nicht habe. Die hat auch ein größeres Display. Was hier natürlich der Vorteil ist, dass man hier ein 2 Zoll Display hat und man gut sieht. Bei der Osmo Pocket zum Beispiel ist das so, dass die Kamera an einen Gimbal befestigt ist und da habt ihr wirklich sehr smooth Aufnahmen. Ich habe hier eine Osmo Pocket liegen. Ja, wenn man die dann aktiviert und ne, dann dreht die sich dann überall mit und gibt echt smooth Aufnahmen beim Laufen auch. Das Problem hier an der Geschichte ist aber, dass man immer sehr vorsichtig sein muss, damit man den Kamerakopf hier mit dem Gimbal nicht beschädigt. Deswegen sollte man immer die sicher, und da ist dann nicht einfach mal aus der Tasche ziehen und dann draufdrücken und losfilmen. Da muss man erstmal raus, dann muss man das erstmal anmachen. Dann justiert die sich erstmal und dann kann man erst drücken. Und bei dieser Canon PowerShot ist das einfach so. Objektivschutz ab würde ich Ihnen empfehlen, ne, weil das Glas sehr weit außen sitzt. Objektivschutz raus, Powerknopf drücken und starten. Geht schneller. Jetzt noch eine Sache, und zwar geht das um den Akkuladen, den fest verbauten Akku, der hier drin ist. Habe ich jetzt nicht getestet. Das Ding ist, wir kriegen hier zwar ein USB-Kabel mit, das man zum Laden nutzen kann, aber kein Netzadapter.
Und da müsst ihr einen nehmen, der bei euch rumfliegt. Und ich weiß ja nicht, habt ihr jetzt so einen Schnellladeadapter? Habt ihr da nur so einen 5 Watt Standardadapter? Dann sind die Zeiten so alle unterschiedlich. Aber ich gehe mal stark davon aus, dass das zwischen 1 Stunde und 2 Stunden, wenn sie leer ist, vielleicht sogar 3, dann wieder aufgeladen ist. So, jetzt denke ich mal, bin ich mit der Cam hier durch. Und Bewertung, ich sage mal mit dem Daumen nicht nach unten, auch nicht so, eher so leicht angeschrägt, definitiv nicht so, da ne, eher so. Wer das nötige Kleingeld hat, kann es machen. Ansonsten reicht definitiv auch ein Smartphone zu, muss ich so sagen, wie es ist. Damit sind wir jetzt hier auch durch mit meinem Fazit und meinem Erfahrungsbericht zu der Canon PowerShoot V10. Also, wenn euch das Video jetzt gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Ihr dürft gerne meinen Kanal abonnieren. Schaut demnächst auch mal auf meinen Zweitkanal vorbei. Da kommt nach langer Zeit mal wieder ein neues Video. Wann genau kann ich nicht sagen. Ich muss das erstmal schneiden. Und zwar ist das meine Brockenwanderung. Und ja, vielleicht sehen wir uns ja da auch. Also, dann würde ich jetzt erstmal mich verabschieden. Bis zum nächsten Video hier auf meinem Kanal und sage, Leute, macht's gut und wir sehen uns im nächsten Video hier auf meinem Kanal. Also dann, ciao!